Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Miltenberg hat nicht nur zwei sehr schöne, prämierte Museen, sondern auch eine außergewöhnlich qualitätvolle Sammlung, die in Unterfranken sicher zu den bedeutenden gehört. Als ich 1988 nach Miltenberg an den Untermain kam, stand die grundlegende Sanierung des Stadtmuseums an. Meine erste Aufgabe hieß, das Museum räumen, die Sammlung verpacken und umziehen. Für diesen Prozess mussten Depoträume außerhalb des Stadtmuseums gefunden werden. Der Landkreis bot Platz in der Kreisberufsschule an. Das Lager in der Kreisberufsschule reichte aber wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen allerdings bei weitem nicht aus, was schließlich zu mehreren Außenlagern führte, die in keiner Weise musealen Ansprüchen genügten. Nach einer langen und aufwendigen Sanierung konnte 1996 der erste Abschnitt des Stadtmuseums eröffnet werden. 2006 folgte dann die Erweiterung um zwei anschließende historische Renaissancegebäude. 2011 kam mit der Miltenburg ein weiteres Museum hinzu. Alle Museen wurden eingerichtet nach neuen Konzepten mit sehr zurückhaltender Ausstellungstechnik. Das hieß auch, vieles, was im alten Heimatmuseum zu sehen war, blieb von da an im Depot. 2013 kündigte der Landkreis überraschend das Mietverhältnis Kreisberufsschule der Stadt Miltenberg auf. Das löste bei den Verantwortlichen einen milden Schock aus. Gleichzeitig wuchs nun die berechtigte Hoffnung, die über Jahre unbefriedigende Depotsituation endlich vernünftig lösen zu können. Allerdings blieb nur wenig Zeit, um zunächst ein provisorisches Ersatzlager zu finden, weil der Auszug sehr rasch erfolgen musste. Das gefundene Provisorium erwies sich als weder sicherheitstechnisch noch konservatorisch den üblichen Anforderungen entsprechend. Es sollte aber auch nur für kurze Zeit als Lager dienen. Denn der Stadtrat entschied sich für einen Neubau. Im Industriegebiet neben dem Bau wollte man eine Halle bauen, die alle erforderlichen Bedingungen erfüllen sollte. Diese erste Idee nahm rasch Fahrt auf und steckte schon weit in der Planungsphase, als eine eiskalte Dusche dem Projekt den Garaus bereitete. Die heute schon mehrfach angesprochenen Förderkriterien für EFRE-Mittel, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, womit der Bauherr den Neubau gedachte zu stemmen, waren nicht mehr erfüllt. Das Vorhaben Depot musste völlig neu gedacht werden. Alles wurde wieder auf Anfang gestellt. Nach einigen unausgegorenen und deshalb schnell verworfenen Vorschlägen entschloss sich die Stadt zu einem größeren Wurf. Die Idee war, in einem großen Komplex außer dem Museumsdepot auch das Stadtarchiv und ein neues, modernes Jugendhaus zu vereinen. Geholfen hat dabei, dass die Regierung von Unterfranken in Aussicht stellte, das Vorhaben großzügig im Rahmen des Städtebauförderprogramms zu unterstützen. Voraussetzung war, es würde eine städtebauliche Verbesserung und Aufwertung für das Stadtbild entstehen, wenn möglich unter gleichzeitiger Beseitigung einer Brache. Das war keine leichte Aufgabe. Von da an kam der sensible Standort am westlichen Stadteingang am Spitzenturm ins Gespräch. Da lag vorher eine Industriebrache, ein stillgelegtes Autohaus mit Werkstätten. Allerdings gehörte das Grundstück bis dahin einer privaten Firma. Die Stadt musste die Immobilie zunächst mal erwerben und anschließend Felsang und Boden aufwendig sanieren. Der Kostenrahmen erhöhte sich von ehemals 2,5 Millionen Euro für die ursprüngliche einfache nur Depotlösung auf nunmehr über 9 Millionen für die Dreifachnutzung. In der Folge gab es heftige Diskussionen im Stadtrat und in der Bevölkerung. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr alle wisst, ein Haus ohne Projekt oder ein Projekt, über das man nicht redet, ist der Rede nicht wert. Und wir haben auch, wie die Kollegen in Wasserburg dann versucht,
die Bevölkerung mit einzubeziehen durch Vorträge, durch Führungen schon während der Bauzeit und freilich anschließend auch während der Fertigstellung und konnten da sicherlich die Wogen glätten. Für die Förderung durch die Regierung war auch notwendig, dass es einen Architektenwettbewerb geben sollte, um den städtebaulichen Mehrwertaspekt zu sichern. Aus dem Wettbewerb ging das renommierte Stuttgarter Büro Beetz und Koch als Sieger hervor. Sie reichten den jetzt verwirklichten, aufsehenerregenden Entwurf ein, der als Blickfang den westlichen Stadteingang bereichert. Ihre Idee nannten Sie Sockel und Laterne. Ich glaube, Sie können erkennen, warum das so ist. Auf einem Sockel aus rotem Sandstein sitzen zwei in der Nacht hinterleuchtete Glaskuben. Ein Kubus beherbergt das Jugendzentrum, der andere bildet den oberen Abschluss des musealen Hochregallagers. Weil das Gebäude zum Berg hin ansteigt, steckt das Erdgeschoss mit Depot und Archiv zum Teil in der Erde. Zwischen den beiden Glaskuben vor dem Jugendzentrum bietet ein geräumiger Platz viele Möglichkeiten zum Verweilen und Versammeln. Die Erschließung von der Straßenseite erfolgt über eine großzügige Treppe, die der Volksmund schon mit dem Spitznamen Spanische Treppe belegt hat. Barrierefrei gelangt man seitlich ins Jugendzentrum. Dahinter erstreckt sich ein großzügiges Freigelände von annähernd 4000 Quadratmetern. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber dem alten Standort, der zwar näher am Stadtzentrum lag, aber eben auch kein Außengelände bot. Auch die Befürchtungen vieler Miltenberger, das neue Jugendhaus sei zu abgelegen und würde von den Jugendlichen nicht dementsprechend angenommen werden, bewahrheitete sich nicht. Laut Jugendhausleiterin ist der Zuspruch uneingeschränkt gut und die Jugendlichen sind sehr zufrieden. Ihre Einrichtung ist sehr gut ausgestattet. Neben dem bereits erwähnten Außengelände mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es im Gebäude zum Beispiel einen größeren Saal, ein Foyer mit Küche, einen Kreativraum, einen professionellen Bandraum und viele weitere Räume. Für die Betreuerinnen und Betreuer wird das fast zum Problem. Der kleine Personalstab hat es nicht leicht, die Übersicht zu wahren und die Aufsichtspflichten zu behalten. Und dennoch darf man festhalten, das Miltenberger Jugendhaus hat sich allen Unkenrufen zum Trotz zu einem beliebten und anerkannten Leuchtturmprojekt im weiten Umkreis entwickelt. Die Binnenstruktur des Depots planten Museumsleitung mit entscheidenden Anregungen von Johannes Bauer und der Architekt in enger Abstimmung. Weil die Idee eines Hochregallagers erhalten blieb, ergab sich die Möglichkeit, aus dem oberen Teil des Hochregallagers letztlich den zweiten hinterleuchteten Glaskubus zu bilden. Das Zentraldepot bietet für die Erfordernisse der Miltenberger Museen den neuesten Standards, weil auch das Stadtarchiv im Gebäudekomplex integriert ist, gibt es einen Besucherraum, um den Nutzern die Archivalien vorlegen zu können. Dieser kleinere Bereich liegt noch außerhalb der überwachten Zonen. Von hier erschließt sich dann die sogenannte Funktionsspange mit Putz- und Lagerraum, Serverraum, Büro, Technikräumen. Im Büro gibt es auch eine kleine Handbibliothek und eben Möglichkeiten zum Inventarisieren und Nachbereiten der Sammlung. Am Büro direkt schließt sich ein Tresorraum an. Hier liegen zum Beispiel Waffen, aber auch andere wertvolle Stücke, wie zum Beispiel die erste Merci-Urkunde für Miltenberg von 1367 oder kostbare Bücher. Von der Funktionsspange gelangt man in die geräumige Eingangsschleuse des Depots mit großem Tor, das sektional ausgebildet ist und das sich nur von innen öffnen lässt. Die Eingangsschleuse dient zum einen als Klimapuffer, zum anderen für die Anlieferung und Zwischenlagerung. Es ist von großem Vorteil, wenn die Depoträume während der Anlieferung klimatisch komplett abgetrennt bleiben können. Die Anlieferung ist auch so groß, dass wir während des Umzugs hier unser Zelt für die Begasung möglicher kontaminierter Objekte aufbauen konnten. Bitte. Ja.
Der Quarantäneraum und die Werkstatt schließen direkt an. Sie ist so geräumig und entsprechend ausgestattet, dass Restauratoren auch kleinere Restaurierungen oder konservatorische Maßnahmen vor Ort durchführen können. Von der Eingangsschleuse geht es in Depot 1. In den Hochregalen liegen verschiedene Paletten. Hier zum Beispiel sehen Sie das Lapidarium. Auf Paletten sitzen die gereinigten und notwendig konservierten Steine. Mit einer Hubameise kann man die Paletten ins Regal einsetzen. Dort, wo die Objekte auf Palette sitzen, genügen Trägertraversen als Aufleger. Für kleinere Objekte oder Kartons empfehlen sich aber auch Stahlböden. Beispielsweise stapeln sich die Kartons der archäologischen Fundkomplexe auf solchen Böden. Möbel wiederum stehen einfach auf einer Palette mit dazwischen gelegten säurefreien Kartons. Auf der Stirnseite des Hochregallagers ist ein Verschieberegal eingebaut. Darin befinden sich hauptsächlich Teile der volkskundlichen Sammlung, unter anderem Keramik, Glas, Hausrat, Spielzeug, Miltenbergenser und ähnliches mehr. Für die großen Prunkschlitten gibt es ein stabiles Kragarmregal. Zwar lassen sich die Bodenzwischenräume bei allen Regalen individuell verändern, dennoch war eine genaue Lagerplanung im Vorfeld unabdingbar. So konnten beispielsweise die sperrigen Prunkschlitten platzsparend untergebracht werden. Die Gitterwände an den freibleibenden Wänden nehmen Schilder, Grabkreuze und anderes mehr auf, was hängen kann. Das Depot 2 ist das Prunkstück der gesamten Anlage, klimatisiert und optimal ausgestattet. Mit je 22 Auszugsgitterwänden auf beiden Seiten hält das System auch genügend Platz vor, um die erwartbaren Zuwächse an Bildern aufnehmen zu können. Die Planschränke rechts nehmen die Grafik auf. Für das Archiv sind 2 große Säle reserviert, einer für die Verwaltung, den anderen teilen sich Historisches Archiv und Museen. Das hat verschiedene Vorteile, denn erstmals sind beispielsweise die Fotosammlungen des Stadtarchivs und der Museen zusammengeführt. Und das Stadtarchiv kann jetzt auch größere Bestände aufnehmen, wie jüngst eine von den Franziskanern des benachbarten Engelberges abgegebene Klosterbibliothek mit herausragenden Beständen. Ich komme zum Schluss. Das Gebäude selbst ist ein Betonbau. Die Natursteinfassade ist vorgeblendet. Im Innern herrscht Sichtbeton vor. Nur innerhalb der Funktionsspange wurden die Wände geweißelt. Fenster gibt es lediglich in einigen Funktionsräumen, wie dem Besucherbereich oder dem Büro. Die Werkstatt besitzt ein Oberlicht. Der Fußboden besteht aus einem hochwertigen, hochdruckfesten, kunststoffversiegelten Hartstoff-Estrich. Besucherraum, Toilette, Büro sind mit Heizkörpern ausgestattet, aber nur da. Aufgrund des massiven Betonbaus genügt im übrigen Bereich die klassische Temperieranlage. Nur im Depot 2, vorgesehen für Gemälde, Grafik, Skulpturen etc., wurde eine ausgefeilte Klimaanlage für optimale Bedingungen installiert. Für den Luftaustausch, steuerbar natürlich, so wie wir es eben gehört haben, sorgt eine entsprechende Lüftungsanlage. Um Kosten zu sparen, wurden größtenteils einfache, industriell gefertigte Einrichtungen eingebaut. Die Regale des Hochregallagers sind von der Stange. Ein Depotneubau bietet deshalb gegenüber der Umwidmung eines bestehenden Gebäudes entscheidende Vorteile. Der Platzbedarf ist von vornherein so konzipiert, dass man später auch Einrichtungen von der Stange kaufen kann. Das Verschieberegal im Depot 1 ist ein gutes Beispiel dafür auf der rechten Seite. Der Platz reichte genau für 2 standardisierte, nebeneinander montierte Verschiebesysteme. Auch im klimatisierten Depot 2 bot der vorhandene Raum die Möglichkeit, Bilderauszugsregale mit Fertigmaß zu stellen. Die Planschränke auf der rechten Seite lassen sich jederzeit auch entsprechend erweitern. Das neue Zentraldepot ist ein absoluter Glücksfall für die Miltenberger Museen. Was über lange Jahre niemand zu hoffen wagte, ist letztlich durch eine unverschuldete Zwangssituation Wirklichkeit geworden. Zudem heilt der städtebaulich gelungene Gesamtkomplex Depot, Archiv und Jugendhaus die alte urbane Wunde einer verwaisten Industriebrache und bietet wieder einen attraktiven Stadteingang. Ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.